In diesem Video zeige ich euch die Installation von einem Android-Display von Carlink Live. Das Display kommt gut verpackt an und neben den Kabeln gibt es auch eine ausführliche Anleitung, sollte mein Video euch nicht ausreichen. Ich habe hier die 12,3 Zoll Variante in der Hand. Es besteht die Möglichkeit, eine SIM-Karte einzustecken und das Display auch ohne Handy mit Internet zu versorgen. Auf der Rückseite sind die Anschlüsse für Kabel sowie Wi-Fi und GPS-Antenne. Installation. Zuerst bauen wir die Abdeckung zum Öffnen der Mittelarmlehne aus. Dafür die Seiten etwas weg und nach oben ziehen. Danach wird ein Keil benötigt, um die Abdeckung abzuhebeln. Um die Schrauben zu lösen, brauchen wir einen T20 Torx. Danach kann die Mittelkonsole angehoben werden. Vorsicht, auf der Rückseite sind Kabel. Mittelkonsole zur Seite klappen oder alle gezeigten Kabel entfernen. Nun kann das Command ausgebaut werden. Hier auch wieder die 2 Torx-Schrauben lösen. Wichtig ist, dass das orangene Fiberkabel in den neuen Stecker vom Android-Display muss. Dieses also herausziehen. Danach kann der große Stecker entfernt werden. Für mehr Platz würde ich auch empfehlen, alle anderen Stecker zu ziehen. Nun muss mit dem Keil die Lautsprecherabdeckung entfernt werden. Hier befinden sich 2 Torx-Schrauben. Diese müssen gelöst werden, um den Halter vom Display herausnehmen zu können. Die 2 Stecker auf der Rückseite entfernen und das Display mit dem Halter herausziehen. Nun muss das Kabel vom Android-Display mit dem großen Stecker mit dem alten Kabelbaum verbunden werden. In den neuen Stecker das Fiberkabel einstecken. Als nächstes müssen die 2 Kabel mit Steckern für das Display verlegt werden. An einem der Kabel ist die Soundbox, diese muss in der Mittelarmlehne in den USB-Port gesteckt werden. Später nicht vergessen, unter Medien das Medieninterface zu wählen. Alternativ kann man das Bluetooth vom Auto nutzen und sich den Adapter sparen. Der Adapter wird aber zwingend benötigt, wenn man Ton von Netflix und Co. haben will. Zum Kabel verlegen Lüftung nach unten herausdrücken, dann hat man genug Platz, um die Kabel rechts von unten nach oben zu legen. Man hat 2 USB-Anschlüsse, um hier zum Beispiel das Handy anzuschließen. In meinem Fall kann man mit einem extra Kabel den digitalen Tacho verbinden und so sich CarPlay zum Beispiel auch im Kombi-Instrument anzeigen lassen. Als letztes kommen die Antennen dran. Das LVDS-Kabel muss jetzt mit dem passenden Stecker vom alten Display verbunden werden. Der Halter kann eingesteckt werden und das Display mit den Kabeln verbunden werden. Display nun festschrauben. Alle Stecker an das Command stecken und die Mittelkonsole anschließen. Vor dem finalen Zusammenbau das Ganze natürlich testen. Keine Panik, wenn die Originalansicht so aussieht. Die Auflösung muss an das vorherige Display angepasst werden. Hierfür zur Seite streichen und die passende Auflösung auswählen. Über die App Autolink könnt ihr nun euer Handy mit dem Display verbinden und Apple CarPlay oder Android Auto nutzen. Dank Android könnt ihr Apps wie Netflix, Disney Plus oder YouTube installieren und euch Videos anschauen. Falls ihr das Display kaufen wollt, könnt ihr mit meinem Code JANOSCH jetzt noch $30 sparen. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.